Heute zeige ich dir, wie du JavaScript-Dateien richtig einbindest. Ahoi beim WebDevLab. Wenn du auch schon mal aus Verzweiflung dein JavaScript vor dem schließenden Bodytag eingebaut hast, bist du hier genau richtig. Heute geht es darum, was es mit Async und Defer auf sich hat und wann du welche Variante einsetzt. Mach die DevTools auf, starte deinen Editor, wir legen los. Und zwar mit Cannot Read Properties of Null, auch bekannt als das Problem. Hast du ein JavaScript in deinem Head eingebaut, wo es hin sollte, dann kennst du vielleicht das Problem, dass du, wie hier im Beispiel, ganz simpel auf ein DOM-Element zugreifen möchtest. Und der Browser dir sagt, Cannot Read Properties of Null oder etwas ähnliches. Als schnelle Lösung wird das JavaScript dann mal eben ans Ende des Dokuments verschoben oder ein Event-Listener auf das DOM-Content-Loaded-Event um das gesamte Skript gesetzt. Das bekämpft zwar die Symptome, ändert aber nichts an der Ursache und bringt auch eigene Probleme mit sich. Schauen wir uns einmal an, wie JavaScript in eine Seite eingebaut werden kann. JavaScript. Blocking und Non-Blocking. Hast du im HTML ein einfaches Script-Tag mit Inline-JavaScript, dann liest der Browser dieses Skript ein und führt es sofort aus. Da ein Browser eine HTML-Datei allerdings von oben nach unten abarbeitet, kennt er zum Zeitpunkt der Skriptausführung auch nur das HTML, das vor diesem Script-Tag stand. Wir haben hier zwei identische p-Tags mit der Klasse Absatz. Dazwischen ein JavaScript. Dieses Skript sucht alle Elemente mit der Klasse Absatz und fügt ihnen die Klasse red hinzu. Zum Zeitpunkt der Skriptausführung kennt der Browser nur den ersten der beiden Absätze, weshalb nur dieser rot wird. Verschieben wir das Skript unter beide Absätze, werden auch beide rot eingefärbt. In der Praxis ist das natürlich nur eine mittelmäßige Lösung, da es davon ausgeht, dass wir das gesamte HTML und JavaScript kennen und beeinflussen können. Abgesehen davon sollte man sich nicht auf die DOM-Reihenfolge verlassen müssen. In einem Inline-JavaScript kannst du den Block mit einem DOM-Content-Loaded-Event-Listener umschließen, der dafür sorgt, dass dein Skript erst abgearbeitet wird, wenn das DOM vollständig zur Verfügung steht. Bei externen JavaScript-Dateien gibt es aber bessere Optionen. Bindest du eine externe JavaScript-Datei wie hier im Beispiel ein, dann verhält sich der Browser genauso wie beim Inline-JavaScript. Er stoppt mit der Abarbeitung der Seite, lädt die Datei herunter und führt sie sofort aus, mit dem Wissen über das DOM bis zu diesem Script-Tag. Das nennt man Blocking-JavaScript, da es den Browser blockiert, bis das JavaScript fertig ist. Aber es gibt auch sogenanntes Non-Blocking-JavaScript, zumindest bei externen JavaScript-Dateien. Das erreichst du, indem du deinem Script-Tag das Attribut Async oder Defer hinzufügst. Ein Async-JavaScript blockiert den Browser nicht bei der weiteren Abarbeitung des Dokuments. Der Browser lädt nebenher die JavaScript-Datei herunter und führt sie anschließend aus. Das kann funktionieren für DOM-Zugriffe, ist aber letztlich ein Glücksspiel und damit ist Async ungeeignet für Zugriffe auf das DOM. Denn wir wissen ja eben nicht, wann das Skript ausgeführt wird. Im Beispiel habe ich mal eine absichtlich langsam ladende weitere JavaScript-Datei eingefügt. Und schon haben wir wieder dasselbe Problem wie beim Blocking-JavaScript, dass der Browser das gesuchte DOM-Element noch gar nicht kennt, wenn unser Skript ausgeführt wird. Async eignet sich daher vor allem für JavaScript, das nicht mit dem DOM arbeitet, beispielsweise ein Analyse-JavaScript, das Seitenaufrufe zählt. Auch solltest du beachten, dass mehrere mit Async geladene JavaScript-Dateien in unbekannter Reihenfolge ausgeführt werden. Sie sollten also nicht voneinander abhängen. Nun haben wir ja aber noch das Attribut Defer. Steht an deinem Script-Tag Defer, dann verhält es sich erstmal genauso wie bei Async. Der Browser wird nicht blockiert und die JavaScript-Datei wird nebenher heruntergeladen. Ausgeführt wird das Skript allerdings erst, wenn das DOM vollständig bereitsteht. Hast du mehrere JavaScript-Dateien mit Defer geladen, werden sie in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Defer eignet sich daher für JavaScript, das DOM-Operationen ausführt. Lädst du außerdem eine JavaScript-Datei als Modul mit Type gleich Module, wird es automatisch wie ein Skript mit Defer behandelt, ohne dass du das Defer-Attribut hinzufügen musst. Vorhin hatte ich ja erwähnt, dass es auch Nachteile hat, wenn man das Script-Tag erst vor dem schließenden Body-Tag einbaut. Bei sehr kurzen Seiten bzw. Seiten mit wenig Inhalt macht es kaum einen Unterschied. Aber bei größeren Projekten und Seiten mit Tausenden von DOM-Elementen und Dutzenden Ressourcen, die geladen werden müssen, ist ein Script-Tag am Ende der Seite schädlich, da der Browser es auch erst ganz am Ende der Seite entdeckt und erst dann anfangen kann, es herunterzuladen. Ein Vorgang, der schon längst erledigt ist, wenn es im Head der Seite steht. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast etwas gelernt. Dann lass gerne ein Like da. Hast du Anmerkungen, dann hinterlasse mir einen Kommentar. Das nächste Video kommt raus, wenn es fertig ist und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal. Bis dahin, Happy Coding und tschüss.